Hallo zusammen. Heute habe ich wieder mal ein kleines Problem zu Hause, und zwar der Heizkörper wird nicht warm. In der Regel liegt es daran, dass am Thermostat das Ventil klemmt. Und wie wir das wieder gangbar machen, das zeige ich euch jetzt. Gut, um den Ventilkopf abzuschrauben, müssen wir hier die Überwurfmutter lösen. Damit das einfacher geht, nehmen wir einfach mal den Deckel des Heizkörpers ab. Im Grunde kann man jetzt mit so einer Zange rangehen. Das Problem ist nur, damit verkratzt man hier diese Mutter und dann sieht das nicht mehr schön aus und man verletzt sich eventuell auch, wenn man das Ganze mal von Hand öffnen möchte. Wenn man die Zange trotzdem nehmen möchte, empfiehlt sich Isolierband darum. Ich habe eine Zange, die hat einen Kunststoffschutz, die einfach dafür sorgt, dass nichts verkratzt wird. Damit kann man dann viel einfacher öffnen. Und sobald das Ganze etwas gelöst ist, geht es natürlich auch von Hand. So, hier sehen wir jetzt das Ventil. Das Ventil drückt hier rein und lässt das Wasser vom Heizkreislauf in den Heizkörper oder auch nicht. Der Thermostatkopf drückt hier drauf, wenn es zu kalt ist, zu warm ist, und schließt das Ventil. Wenn er dann drauf gedrückt hat und er kommt nicht mehr raus, dann haben wir das Problem, dass die Heizung nicht mehr warm wird. So, jetzt kann das natürlich auch mit dem normalen Hammer machen. Man muss nur aufpassen, dass man nichts beschädigt. Bringen wir das Ganze mal in Bewegung und prüfen dann, ob die Heizung wieder warm wird. Man sieht hier auch, man kann das Ventil von Hand bewegen. Es ist jetzt auch schon rausgeschnappt. Das heißt, der Heizkörper wird jetzt wieder warm und das Ganze stellt kein Problem mehr dar. Und dann arbeitet der Thermostat auch wieder normal. Zum Draufsetzen empfiehlt sich, ihn ganz aufzudrehen, dann ist am wenigsten gedrückt. Dann setzen wir ihn drauf, das Ganze rastet so ein bisschen ein und von Hand kann man dann die Überwurfmutter festziehen. Und mit der Zange macht man nur nochmal zur Kontrolle fest genug. Man braucht das nicht anknallen, sonst bricht irgendwann der Kunststoff. So, nun funktioniert die Heizung wieder und dann kann man hier die gewünschte Temperatur am Thermostat einstellen. Zum Schluss kommt die Abdeckung wieder drauf. Diese hier wird einfach geklippt. Es gibt auch welche, die werden geschraubt und dann ist alles wieder okay. Viel Spaß beim Ausprobieren!